Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Shutter Speed. Ich stelle euch heute mal eine neue Kamera vor, und zwar mein neues Schätzchen hier. Contax G1, wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff. 35 mm Filmkamera, zwischen 1994 und 1996 produziert. Und danach kam dann die G2, der Nachfolger. In meinem Fall habe ich jetzt hier die Green Label. Es gab damals Silver und Green Label. Silver war halt die erste Edition. Und die Green Label war dann die halt rausgekommen ist, als es die G2 Objektive dann auch gab. Die Kameras, sowohl G1 als auch G2, sind mit verschiedenen Objektiven gekommen. Ich habe jetzt hier gerade das 45 mm Blende 2 drauf. Eigentlich so meiner Meinung nach wahrscheinlich das Schönste. Es gibt aber für die Kamera auch noch ein 16 mm Blende 8, ein 28 mm Blende 2.8 und ein 90 mm auch Blende 2.8. Kommt bestimmt nach und nach auch noch mal was, so um ein bisschen die Kollektion zu erweitern, sage ich mal, und die Sammlung zu erweitern. Aber generell bin ich jetzt erstmal sehr, sehr zufrieden mit 45, finde ich, ist eine gute Brennweite. Was ich am meisten noch interessant finde von den anderen Objektiven, wäre wahrscheinlich 28, um noch mal ein bisschen weiter zu gehen. Ja, wir haben Carl Zeiss Linsen verbaut, aus dem Hause Carl Zeiss auch, also nicht irgendeine Zusammenarbeit oder so, sondern wirklich originale Carl Zeiss Linsen, die natürlich super, super scharf sind und auch dafür bekannt sind, dass sie super, super scharf sind. Deswegen sind die G-Modelle von Contax natürlich auch sehr beliebt. Muss ich auch generell sagen, sieht man auch auf den Negativen und auf den Bildern, auf den Scans. Die Bilder sind einfach super, super scharf, haben richtig krasse Zeichnungen und bin sehr, sehr zufrieden. Und selbst wenn man niedrig auflösende Scans kauft oder mittelauflösende Scans und nicht mal die höchsten, sieht man schon deutliche Unterschiede. Aber das werden wir dann später auch nochmal in den Bildern sehen. Ja, wir haben hier einen kompletten Titan-Body, sowohl bei der G1 als auch bei der G2. Finde ich super, super schön. Ist leider sehr anfällig, was Kratzer und alles angeht. Deswegen habe ich hier auch von Contax noch so eine Lederhülle drum. Ist ganz schön, weil man findet echt noch viele Ersatzteile und Accessories einfach für die Kamera. Seien es jetzt Gegenlichtblenden oder UV-Filter oder sowas, die halt dann auch einfach passend zur Kamera sind, aus Titan. Und finde ich sehr, sehr schön. Wir haben bei der Kamera die Einstellung von Bulk Mode bis 2000stel, also eine 2000stel Sekunde. Blenden, wie gesagt, bei meiner jetzt Blende 2 bis Blende 16. Die kann man auch manuell verstellen an der Kamera. Das Einzige, was man eigentlich verstellen kann an der Kamera, sage ich mal, manuell. Und der Rest funktioniert sowohl automatisch als auch manuell. Du kannst halt quasi die Belichtungszeit selber einstellen, aber halt auch einfach auf Auto lassen. Es gibt dann zusätzlich noch die Option, sowohl einen oder auch zwei Stops über oder unter zu belichten, automatisch, was ich ziemlich cool finde. Da kann man halt auch dann zum Beispiel ganz gut experimentieren mit Expired Film vielleicht. Man jetzt natürlich mit einer 16er Blende und halt maximal eine 2000stel hat, kann das schon echt schwierig werden. Also da sollte man seinen Film meistens schon echt bedacht wählen, weil ich sag mal, wenn es wirklich sonnig ist und man hat nur die 2000stel zur Verfügung und halt auch nur die 16er Blende, dann wird es manchmal echt schwierig. Das ist ein bisschen schade. Also da hätte ich mir gerne noch ein paar Blendenstufen mehr gewünscht, weil ich meine 2000stel ist ja schon relativ hoch, so daran soll es nicht scheitern. Aber ein paar Blendenstufen wären eigentlich noch ganz cool gewesen und hätten der Kamera definitiv gut getan, würde ich sagen. Ja, zum Fokus generell. Du kannst ihn manuell einstellen. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, vor allem weil der Fokusring auch sehr, sehr leichtgängig ist. Also das heißt, selbst wenn ich ihn jetzt auf 5 stelle, der rastet einfach nicht ein und lässt sich super easy weiterdrehen. Und allein schon, wenn man einfach nur drankommt, glaube ich, könnte das schon zum Problem werden. Deswegen Autofokus gerne immer auf Auto lassen, denke ich. Hatte ich jetzt bisher auch noch keine Probleme mit. Es ist nicht der schnellste, muss man sagen. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich kaufe mir die Kamera nicht oder ich bin unzufrieden mit der Kamera wegen dem Autofokus. Ist ja so ein bekanntes Ding, sage ich mal. Bei der G1 hatte ich ja jetzt, wie gesagt, noch keine Probleme mit und würde auch sagen, wenn man ein bisschen darauf achtet und dem Autofokus auch seine Zeit gibt und auch drauf hört, man weiß irgendwann, wann der Fokus da ist und wann nicht. Und du hast ja auch die Anzeige unten in dem Display mit drin, sodass man einfach weiß, okay, jetzt ist es fokussiert oder jetzt ist es nicht fokussiert. Ja, dadurch kann man das so ein bisschen dran festmachen. Und ich denke nicht, dass man, wenn man darauf achtet, Probleme damit kriegt.
Ja, wir haben jetzt in dem Fall eine Rangefinder-Kamera bzw. Messsucherkamera. Das heißt, wir schauen nicht direkt durch die Linse, sondern wir schauen oben an der Linse vorbei, wodurch wir natürlich dem Autofokus auch vertrauen müssen. Generell, der Sucher ist sehr, sehr klein. Das ist wirklich ein großes Manko an der Kamera, würde ich sagen. Es ist sehr schwierig zum Teil, wenn man Situationen hat, wo man schnell agieren muss und schnell ein Foto machen muss, dass man zum Teil manchmal den Sucher verfehlt oder wirklich das Auge richtig in den Sucher reindrücken muss, damit man was sieht. Und mit so Sachen wie ja, mit dem rechten Auge gucken, wenn man es nicht wirklich kann, braucht man, glaube ich, gar nicht erst anfangen bei dieser Größe von Sucher. Der ist super klein, so, es ist einfach nur ein kleines Viereck. Das ist wirklich ein großes Manko an der Kamera und da hätte ich mir eigentlich gerne einen größeren Sucher gewünscht. Aber wenn man sich auch ein bisschen daran gewöhnt hat, dann geht's. Die Kamera hat intern schon relativ viele Funktionen, dadurch, dass es natürlich auch einfach schon viel Elektronik in der Kamera gibt. Wir haben die Möglichkeit, direkt eine Double Exposure per Funktion zu machen. Es gibt einen Selbstauslöser, der läuft dann 10 Sekunden. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, selber einen Fernauslöser dran zu packen. Also sie hat einen Fernauslöseranschluss, den wir dann auch selber nutzen können für Long Exposures oder was auch immer man dann vorhat. Ja, generell, die Kamera liest natürlich DX-Codes. Wir können den DX-Code aber selber auch verstellen, direkt über den ISO-Knopf an der Kamera. Ja, und dafür, dass die Kamera natürlich auch automatisch ist, ist es vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir nicht direkt einen internen Blitz mit dabei haben. Wir haben aber die Möglichkeit, über den Hotshoe die Contax-Blitze drauf zu packen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man andere Blitze draufpackt. Allerdings funktionieren die natürlich nicht mit dem TTL-Metering, was bei Contax mit drin ist. Und ja, da gibt es dann Möglichkeiten wie zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch den Contax TLA 30 geholt. Ich sage mal, die günstige Alternative zum 140 oder 400, die ja dann schon deutlich teurer sind. Allerdings ist natürlich der TLA 30 und auch der 20 in dem schwarzen Plastikdesign, weil er nicht direkt für die Kamera konzipiert wurde. Und der TLA 140 und 400 passen natürlich farblich perfekt zur Kamera. Gibt es dann in Titan oder auch in Schwarz. Passen natürlich besser zur Kamera und sind einfach ein bisschen schicker nochmal, aber kosten auch dementsprechend. Bei meiner Version jetzt haben wir einen Databag mit an Bord. Den könnt ihr direkt am Databag einstellen. Der geht leider nur bis 2013, ist ja auch ein bekanntes Problem von Databags, dass die meistens nur so roundabout 20, 30 Jahre gehen. Wir können aber theoretisch auch die Uhrzeit zum Beispiel einstellen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn man die jetzt noch nutzen möchte. Aber wenn man jetzt wirklich den Databag fürs jetzige Jahr nutzen würde, wir sind jetzt in 2023, so, es ist jetzt 10 Jahre her, dass es 2013 war, da wird es ein bisschen schwierig. Aber generell wäre ich auch eher Fan von dem normalen Bag, der einfach clean ist. Den kann man auch austauschen, das ist ganz cool. Also ihr habt sowohl die Möglichkeit, einen Databag als auch einen normalen Bag an die Kamera zu packen. Wenn ihr einen normalen Bag findet, weil die meisten, die leider verkauft werden auf eBay, sind Databags, weil die meisten Leute halt den clean Bag haben wollen. Dadurch, dass wir natürlich so eine alte Kamera mit Displays haben, müsst ihr damit rechnen, dass irgendwann über die Zeit die Displays ausblieden, nennt man es. Also die bekommen einfach schwarze Pixel, weil die Pixel nicht mehr funktionieren. Ich habe bei meinem Modell jetzt noch ziemlich Glück, gehe aber auch davon aus, dass es spätestens in den nächsten 5 Jahren dazu kommen wird. Und da könnt ihr vielleicht auch ein bisschen darauf achten, wenn ihr euch die Kamera selber kauft, dass ihr eine findet, die noch nicht so ein starkes Bleeding hat, aber man muss einfach damit rechnen. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, dass es Leute gibt, die das reparieren. Allerdings kostet das natürlich auch wieder Geld und lieber schon mal eine ohne Bleeding kaufen, als sich dann hinterher darüber zu ärgern. Weil es gibt zum Teil wirklich Modelle, wo man nicht mal mehr den Frame-Counter lesen kann und das ist wirklich schade. Damals zwischen 1994 und 1996 hat die Kamera ziemlich genau 2.299 US-Dollar gekostet. Also die Kamera gab es auch, soweit ich weiß, nur in Japan und in Amerika zu kaufen. Und die Objektive lagen alle bei 600 $. Und wenn man jetzt heutzutage schaut, bekommt man die Kamera ungefähr im Rahmen zwischen 600 und 1000 € oder noch weiter nach oben, wenn man das komplette Set haben möchte. Und die Objektive liegen auch sehr unterschiedlich. Also für das 45 zahlt man um die 400 bis 450 €. Für das 28 so roundabout 350 € und das 90 mm ist wahrscheinlich das unbeliebteste und am günstigsten. Und wenn man da Glück hat, kriegt man das wirklich schon für 150 bis 200 €. Und ja, das ist so eine kleine Orientierung, wo man sich preislich einordnet und finde ich sehr fair, aber ist natürlich auch nicht wenig Geld, das muss man schon sagen. Damit ihr auch nicht nur technische Fakten über die Kamera hört, gehen wir jetzt nochmal zurück ins Studio und schauen uns ein paar Bilder an, damit ihr auch mal ein paar Referenzen seht und seht, was die Kamera so drauf hat. So Freunde, nachdem ihr jetzt ganz viele Fakten über die Contax G1 gehört habt, wollt ihr natürlich auch ein bisschen was sehen. Deswegen schauen wir uns jetzt zusammen ein paar Bilder an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hier auf dem Bild sehen wir jetzt den guten Henning. Das Foto ist beim Im Fokus Videodreh entstanden. Ich mag es sehr gerne. Ich weiß, dass Henning das Bild auch sehr, sehr gerne mag.
Und ja, geschossen auf Ultramax 400. Wir sehen halt ein super schönes Bokeh, was ja, ganz leicht überbelichtet ist, was natürlich mit der Blende zusammenhängen könnte. Ich gehe mal davon aus, dass es so eine Blende 2,8 oder 4 war. Und ja, die hat wahrscheinlich nicht ganz harmoniert mit der 2000stel Sekunde, die wir nur geboten bekommen von der Contax. Aber ich finde, das steht dem Bild jetzt in keinster Weise nach. Ich mag es trotzdem und finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass der Hintergrund überbelichtet ist, weil ich finde, mir springt direkt dieses Pentax ins Auge und ja, einfach die scharfe Zeichnung von Henning im Vordergrund. Ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Bild und ich glaube, es war sogar tatsächlich der erste Frame, den ich auf der Kamera geschossen habe. Ja, jetzt hier als nächstes auch ein Bild, was ich in Münster geschossen habe. Wirklich auch ja, mit einer meiner Favoriten bisher 2023. Ich liebe es einfach, ja, wie schön scharf diese Röhren im Vordergrund sind, dieser cleane Hintergrund. Auch auf Ultramax geschossen. Auf dem Bild mag ich den Blaustich auch sehr, sehr gerne. Aber generell hat der Ultramax an dem Tag auch so ein paar Blautöne rausgehauen, die ich nicht so gerne mochte. Aber um auf die Kamera zurückzukommen, ich denke mal, es war eine relativ geschlossene Blende, wahrscheinlich so Richtung 8 bis 11, denke ich mal. Da ist das Objektiv meiner Meinung nach auch wahrscheinlich am schärfsten, kriegen die besten Ergebnisse. Deswegen halt hier auch alle Röhren super scharf im Vordergrund und dann einfach nur der schöne blaue Himmel im Hintergrund. Doch irgendwie eine Richtung, in die ich gerne noch mehr gehen möchte. Ja, wenn man sich jetzt hier nochmal das Bild von dem Mercedes anguckt, was super viele Details in sich hat. Also wir sehen super viel Flugrost und auch abgeblätterte Farbe, ja auch das gesprungene Glas vom Scheinwerfer sowie auch noch Rost auf der Felge, was ja alles viele kleine Details sind. Und ja, dann kommt die Contax einfach super gut klar und wir sehen alles sehr scharf. Ich mag auch sehr gerne, wie der Chrommetall vorne an der Frontstoßstange rausgekommen ist. Also das gefällt mir richtig gut und dass die auch perfekt im Fokus ist. Also ihr seht, der Autofokus greift auf jeden Fall. Hatte ich ja im Video auch schon gesagt. Wenn man ein bisschen drauf hört und ein bisschen drauf achtet, wo der Autofokus denkt, da ist es richtig, kann man dem Ganzen auch gut vertrauen. Ja Freunde, das war es erstmal mit dem Contax-Video. Ich hoffe natürlich, euch haben die Bilder gefallen. Ihr seid überzeugt von der Kamera und ihr konntet ein bisschen Einblicke bekommen, was die Kamera so drauf hat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne unseren Shutterspeed-Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Folge Shutterspeed.